The careful and critical analysis of the timeline has been absolutely, and we know that at around 10 p.m. that was when Mrs. McCann found that Madeleine was missing. Seit dem Verschwinden von Madeleine McCann sind über 17 Jahre vergangen. Und doch ist der Fall nach wie vor einer der mysteriösesten und emotionalsten der modernen Geschichte. Aber jetzt, gerade als die Spur kalt zu sein schien, sind beunruhigende neue Informationen aufgetaucht. Und alle Augen richten sich wieder auf jemanden, der lange Zeit im Schatten stand, David Payne. Aber bevor wir weitermachen, wollen wir wissen, glauben Sie, dass der Gerechtigkeit in diesem Fall jemals Genüge getan wird? Kommentieren Sie 1 für Ja oder 0 für Nein. Was genau ist diese neue Enthüllung und warum taucht der Name David Payne nach all den Jahren wieder auf? Bleiben Sie dran, denn was wir gleich enthüllen werden, könnte das, was wir über diesen Fall zu wissen glaubten, völlig verändern. Das Verschwinden von Madeleine McCann ist nach wie vor einer der erschütterndsten und rätselhaftesten vermissten Fälle, die die Welt je gesehen hat. Jetzt gibt es neue Informationen zu diesem berüchtigten Geheimnis. Ein deutscher Gefangener wurde als neuer Verdächtiger im Fall der Entführung des Mädchens aus einem Ferienort in Portugal vor 13 Jahren benannt. Seit mehr als einem Jahrzehnt wird die Geschichte eines 3-jährigen Mädchens, das aus der Ferienwohnung seiner Familie in Praia da Luz, Portugal, verschwunden ist, untersucht, bestritten und erforscht. Trotz mehrerer Hinweise, weltweiter Medienberichterstattung und zahlreicher Verdächtiger ist die Wahrheit über Madeleines Schicksal unbekannt geblieben. Das zentrale Rätsel dreht sich um eine Gruppe von 7 Eltern, die an jenem schicksalhaften Abend gemeinsam zu Abend aßen, während ihre Kinder in der Nähe schliefen. Die Tapas 7 bestanden aus Jerry und Kate McCann, Madeleines Eltern und engen Freunden. Dr. David Payne war einer dieser Kumpel, und seine Rolle in dem Fall war bisher unbemerkt geblieben. Jüngste Ermittlungen haben Paynes Position in Zweifel gezogen und bisher übersehene oder zurückgewiesene Informationen ans Licht gebracht. Bleiben Sie dran, um zu erfahren, was entdeckt wurde. David Payne, ein enger Freund der McCanns, gehörte zu den Tapas 7, die sich der Familie im Urlaub angeschlossen hatten. Als Mitglied dieser Organisation wurden die Aktivitäten und Äußerungen von Payne sowohl von den Behörden als auch von der Öffentlichkeit intensiv untersucht. Seine Rolle bei den Umständen vor und nach der Entführung von Madeleine wurde durch mehrere Interviews und Zeugenaussagen dokumentiert. Payne beschrieb Madeleine in einem Interview als ein bemerkenswert attraktives junges Mädchen. In Ermangelung eines besseren Begriffs würde ich sie als puppenhaft bezeichnen. Sie hatte ein unverwechselbares Aussehen und war unglaublich attraktiv. David Payne war jedoch kein gewöhnlicher McCann-Kumpel. Er kannte Jerry McCann seit Jahren und als anerkannter Arzt in Großbritannien galt er als verlässlicher, familienorientierter Mensch. Als die Ermittler jedoch weiter in den Fall eindrangen und seine Aussagen genauer unter die Lupe nahmen, tauchten Widersprüche in seiner Zeitleiste auf, ebenso wie einige beunruhigende Ergebnisse von Dr. Catherine Gaspar. Payne geriet wie die anderen Mitglieder der Bande in einen Strudel aus polizeilichen Ermittlungen, Medieninterviews und öffentlichen Verdächtigungen. Er sagte, der Abend habe wie jeder andere begonnen. Die Kinder gingen ins Bett, bevor sie mit dem Rest der Gruppe zum Tapas-Restaurant gingen. Sie hatten die Angewohnheit, während des Essens in regelmäßigen Abständen nach ihren Kindern zu sehen. Payne erklärte, er sei um 18,3 Uhr in der Wohnung der McCanns vorbeigekommen, um Kate und die Kinder zu sehen. Er erklärte, er habe nach Kate sehen wollen, die zu Hause geblieben war, während Jerry Tennis spielte. In seiner Aussage bei der Polizei beschrieb er den Besuch als kurz. Er dauerte nicht länger als 30 Sekunden bis 1 Minute. Er erinnerte sich daran, wie Madeleine in ihrem Pyjama lag, entspannt und bequem. Es sah alles nach einem harmlosen, vergesslichen Vorfall aus. Einer von vielen informellen Gesprächen zwischen den Familien während ihres Urlaubs. Als die Ermittler weiter recherchierten, begann sich David Paynes Zeitschiene zu entwirren. David Paynes beunruhigende Erinnerung an die Entführung von Madeleine McCann. Jerry McCann hatte eine ganz andere Erinnerung an dieses Ereignis. Er war überzeugt, dass er um 18,3 Uhr von seinem Tennisspiel zurückgekehrt war. Von seinem Tennismatch zurückgekehrt war. Genau zu dem Zeitpunkt, als Payne behauptete, die Wohnung der McCanns aufgesucht zu haben. Doch als er dort ankam, waren nach Jerrys Angaben nur Kate und die Kinder anwesend. Dies verursachte ein erhebliches Problem. Wenn Jerry zu diesem Zeitpunkt bereits zurückgekehrt war, ergab Paynes Schilderung der Ereignisse einfach keinen Sinn. Die Dinge wurden noch undurchsichtiger.
als Kate Paynes Besuch zwar bestätigte, sich aber nicht daran erinnern konnte, wie lange er geblieben war oder was sie besprochen hatten. Die Eltern von Madeleine, Kate und Jerry McCann, hatten zunächst angegeben, dass ihre Tochter aus ihrem Bett entführt wurde, während sie im Restaurant des Resorts zu Abend aßen. Sie wurden zunächst verdächtigt, konnten aber schließlich entlastet werden. Auf den ersten Blick schien es sich bei diesen Konflikten um einfache Gedächtnislücken zu handeln. Schließlich war es eine verrückte Nacht gewesen. In Verbindung mit anderen Ungereimtheiten dieses Abends begannen sie jedoch, einen wesentlich tieferen Schatten auf die Beteiligung von David Payne an dem Fall zu werfen. Was das Szenario besonders bizarr machte, war die Menge an Details, die Payne über seinen angeblich kurzen Aufenthalt lieferte. Er sagte, es habe nur 30 Sekunden gedauert. Aber er erinnerte sich an viel davon. Madeleines Verhalten, was sie anhatte und wie sie sich gegenüber ihren Geschwistern verhielt. Es war eine ungewöhnlich lebhafte Erinnerung, vor allem im Vergleich zu den anderen Mitgliedern der Gruppe, die viel verschwommenere und allgemeinere Erinnerungen an diese Nacht hatten. Für die Ermittler warf dies eine wichtige Frage auf. Ist Paynes präzises Erinnern ein Hinweis darauf, dass er die Wahrheit sagt? War das die Folge einer gut einstudierten Geschichte? Als die Ermittler die kritischen Stunden vor Madeleines Verschwinden zusammensetzten, blieb Paynes Zeitleiste eine beunruhigende Merkwürdigkeit. Sie war wie ein loser Faden in einer ansonsten eng gestrickten Erzählung, der sich nicht so einfach wegdiskutieren ließ. Und doch war dies nur der Anfang. Paynes Name sollte in einem noch beunruhigenderen Zusammenhang wieder auftauchen. Und zwar aufgrund einer Zeugenaussage, die seine Taten in einem ganz anderen Licht erscheinen ließ. Dr. Die Frau von Arul Savio Gaspar hat eine der erschreckendsten Aussagen in diesem Fall gemacht. Dr. Catherine Gaspar, eine Freundin der McCanns und von David Payne, begleitete die beiden nicht auf ihrer Reise nach Portugal. Ihre Aussage sollte jedoch Zweifel an dem Fall aufkommen lassen. In einem Gespräch mit der Polizei von Leicestershire schilderte sie einen unangenehmen Wortwechsel zwischen David Payne und Jerry McCann, den sie bei einem früheren Urlaub mitgehört hatte. Angesichts ihrer medizinischen Ausbildung und ihres ruhigen, besonnenen Auftretens hatten ihre Aussagen enormes Gewicht und fügten einer bereits komplexen Situation ein weiteres beunruhigendes Element hinzu. Catherine Gaspar behauptet, dass sie und ihr Mann, Dr. Arul Gaspar, während eines Urlaubs auf Mallorca im Jahr 2005, 2 Jahre vor dem Verschwinden von Madeleine, eine unangemessene Diskussion zwischen Payne und Jerry gesehen haben. Sie erinnert sich an beunruhigende Bemerkungen von Payne, die sich angeblich auf Madeleine und andere junge Frauen bezogen. Es ging jedoch nicht nur darum, was er sagte, sondern auch darum, wie er es sagte. Gaspar erzählte, dass Payne Handbewegungen machte, um Provocatives Verhalten zu simulieren, was sie so sehr störte, dass sie anschließend mit ihrem Mann darüber sprach. In ihrer polizeilichen Aussage sagte sie aus, ich saß zwischen Dave und Jerry und ich glaube, sie sprachen über Madeleine. Ich kann mich nicht an das gesamte Gespräch erinnern, aber es scheint, als hätten sie eine hypothetische Situation besprochen. Ich erinnere mich, dass Dave in Anspielung auf Madeleine etwas wie sie würde das tun sagte. Sie war sich darüber im Klaren, dass es sich nicht um eine unschuldige Geste handelte. Sie war gewagt, anschaulich und wirklich beängstigend. Der Hintergrund von Gaspars Aussage trägt zu ihrer Beunruhigung bei. Sie war weder eine entfernte Freundin noch eine Außenseiterin, die Aufmerksamkeit suchte. Sie war eine enge Freundin und medizinische Kollegin von McCann. Noch bemerkenswerter ist jedoch, dass sie das, was sie gesehen hat, nicht sofort preisgegeben hat. Sie brauchte einige Zeit nach Madeleines Verschwinden, um die Behörden zu informieren. Einige haben ihre Verzögerung kritisiert, aber das ist nicht verdächtig, sondern spiegelt vielleicht ihre innere Angst wider, sich zu irren oder vielleicht jemanden zu beschuldigen, den sie früher als Freund betrachtete. Ihr Ehemann, Arul, bestätigte ihre Behauptung in seiner eigenen polizeilichen Zeugenaussage. Auch er räumte ein, dass er sich bei Paynes Aussagen unwohl fühlte, versuchte aber, dies zu verdrängen, da er keine voreiligen Schlüsse ziehen wollte. Beide Zeugenaussagen wurden der Polizei von Leicestershire vorgelegt, obwohl unklar ist, ob die portugiesischen Ermittler diese Informationen weiterverfolgt haben. Kritiker der Behandlung des Falles sind der Meinung, dass die Zeugenaussagen viel ernster hätten behandelt werden müssen. Unterdessen hat die Polizei, die das Verschwinden eines 3-jährigen britischen Kindes in Portugal vor 16 Jahren untersucht, bekannt gegeben,
dass sie Vorbereitungen zur Untersuchung eines abgelegenen portugiesischen Stausees getroffen hat, der mit dem Verdächtigen Christian Bruckner in Verbindung gebracht wird. Trotz dieser neuen Entwicklung geben Gaspars Worte weiterhin Anlass zu großer Sorge. Wenn ihre Behauptungen zutreffen, warum wurde Payne dann nie als etwas anderes als ein Zeuge betrachtet? Einige sind der Meinung, dass die Gaspar-Aussage ein entscheidendes fehlendes Teil des Bildes ist, das darauf hindeutet, dass Payne möglicherweise mehr über die Geschehnisse in jener Nacht wusste oder, schlimmer noch, in irgendeiner Weise schuldig war. Andere wiederum warnen davor, sich zu sehr auf Worte zu verlassen, die sich im Nachhinein als falsch interpretiert oder überbewertet herausstellen könnten. Die Zeit, der Schrecken und das Gewicht der Tragödie können sich auf unsere Erinnerungen auswirken. Die Kontroverse um David Payne im Fall Madeleine McCann. Trotzdem sind die Gaspar-Behauptungen einer der umstrittensten und beunruhigendsten Teile des Falls Madeleine McCann. Sie werfen einen langen und beängstigenden Schatten auf das normalerweise ruhige öffentliche Bild von David Payne. Die portugiesischen und britischen Behörden haben die beunruhigende Natur dieser Behauptungen und ihre mögliche Relevanz für die Untersuchung erkannt. Da es jedoch keine stichhaltigen Beweise gibt, um sie zu bestätigen oder zu widerlegen, bleiben sie eine der vielen ungelösten Fragen in diesem beunruhigenden Rätsel. Die Untersuchung geriet in eine schwierige Sackgasse. Ohne stichhaltige Beweise waren die Alternativen begrenzt. Die Strafverfolgungsbehörden handeln innerhalb strenger gesetzlicher Grenzen. Und während Verdächtigungen eine Untersuchung leiten können, reichen sie nicht aus, um offizielle Anschuldigungen oder Verhaftungen zu unterstützen. Wenn keine konkreten Beweise vorliegen. David Payne wurde mehrmals befragt. Zunächst von portugiesischen Beamten und dann von britischen Ermittlern, die sich zunehmend in die Ermittlungen einschalteten. Er wiederholte stets dieselbe Darstellung der Ereignisse und änderte nie seine ursprüngliche Behauptung. Die Ermittler prüften seine Konten auf Unregelmäßigkeiten, die auf Betrug hindeuten könnten. Trotz Unstimmigkeiten mit den Aussagen anderer Zeugen hielt Payne an seiner Position fest. Dies war eine große Schwierigkeit. Zeugenaussagen werden häufig unter großem Stress angezweifelt. Insbesondere wenn ein tragisches Ereignis wie das Verschwinden eines Kindes zu bewältigen ist. Erinnerungslücken, verzerrte Zeitangaben und leichte Ungereimtheiten sind weit verbreitet. Selbst bei Personen, die die Wahrheit sagen. Ohne überzeugende Beweise für eine Täuschung konnten die Behörden es nicht rechtfertigen, Payne als etwas anderes als einen Zeugen zu behandeln. Trotz der beängstigenden Äußerungen über die Tankstelle, die wie ein unheimlicher Schatten über ihm schwebten, sind nie konkrete Beweise aufgetaucht, die Payne mit Madeleines Verschwinden in Verbindung bringen. Die Ermittler untersuchten akribisch das Apartment 5A, den Mietwagen der McCanns und sogar Paynes persönliche Gegenstände, um DNA, Fingerabdrücke oder andere Spuren zu finden, die ihn oder andere Mitglieder der Gruppe mit dem Verbrechen in Verbindung bringen. Es wurde nichts gefunden. Die Polizei untersuchte Paynes Hintergrund auf unangemessenes Verhalten oder frühere Forderungen. Aber da war nichts. Es gibt keine roten Fahnen in seinem beruflichen Hintergrund, keine früheren Beschwerden und keine Beweise für Fehlverhalten. Rechtlich gesehen untergrub dies die Behauptungen über die Gasbarriere und machte es noch schwieriger, ein Verfahren gegen ihn anzustrengen. Es war auch eine Frage des Zeitpunkts. Die Tankstellen veröffentlichten ihre Geschichten erst 2 Jahre nach dem Vorfall, über den sie berichteten, und Madeleine war verschwunden. Die Verzögerung war zwar angesichts der beunruhigenden Art ihrer Behauptungen zu erwarten, erschwerte aber die Überprüfung. Erinnerungen verblassen, Fakten werden unbestimmter. Und ohne weitere Zeugen, die ihre Geschichte bestätigen könnten, standen ihre Aussagen allein. In der Zwischenzeit haben die McCanns nie irgendwelche Bedenken gegenüber Payne geäußert. Sie behielten ihr Vertrauen, indem sie sagten, er sei ein treuer Freund, der ihrer Tochter nie etwas antun würde. Vor allem Jerry McCann hat sich offen hinter ihn gestellt. Dies brachte die Ermittler in eine schwierige Lage. Wenn man Payne zu sehr unter Druck setzt, riskiert man, die McCanns zu verärgern, deren Unterstützung für die Ermittlungen entscheidend war. Es besteht auch die Gefahr, dass man ihm die Schuld der Opfer zuschiebt, was die Beamten vermeiden wollten. So verdächtig Paynes Unregelmäßigkeiten in der Chronologie auch erschienen sein mögen, sie reichten nicht aus, um auf eine kriminelle Beteiligung zu schließen. Ohne konkrete Beweise blieben nur Zweifel, Spekulationen und der hartnäckige Verdacht, dass ein entscheidendes Puzzleteil noch fehlte. David Payne wurde nie formell als Verdächtiger aufgeführt. Er ist nach wie vor eine umstrittene Person, deren Worte immer noch hinterfragt und diskutiert werden.
obwohl seine juristische Bilanz makellos ist. Der Fall der vermissten Madeleine McCann in Portugal. Kehren wir zurück zu der Nacht, in der alles begann, dem schrecklichen Verschwinden von Madeleine McCann. Praia da Luz, ein wunderschöner Badeort an der portugiesischen Algarve, war der ideale Urlaubsort. Ein ruhiger, familienfreundlicher Zufluchtsort für britische Touristen, die sich erholen wollten. Jerry und Kate McCann, beide Ärzte aus dem Vereinigten Königreich, gehörten Ende April 2007 zu den Urlaubern, die mit ihren 3 Kindern, Madeleine, ihrer 3-jährigen Tochter und den Zwillingen Sean und Amelie, verreist waren. Sie wurden von einem engen Freundeskreis begleitet, der als Tapas 7 bekannt wurde, nach der Tapas-Bar des Resorts, in der sie jeden Abend zum Abendessen zusammenkamen. Die McCanns schliefen im Ocean Club Resort, einem Apartmentkomplex, der für Familien gebaut wurde und über einen Kinderclub, einen Swimmingpool und einen Babysitter verfügt. Das ihnen zugewiesene Zimmer war Apartment 5A, eine Wohnung im Erdgeschoss mit einer winzigen Terrasse und einem Fenster mit Blick auf die Straße. In nur wenigen Tagen wurde dieser ruhige kleine Bereich des Ferienortes zum Mittelpunkt eines der berüchtigtsten vermissten Fälle der Zeitgeschichte, der 3. Mai 2007 begann für die McCanns wie jeder andere Urlaubsmorgen. Sie frühstückten gemeinsam, bevor sie zum Pool gingen, wo Madeleine sich begeistert zu den anderen Kindern im Kinderclub des Resorts gesellte. Niemand konnte ahnen, dass sie am Ende der Nacht spurlos verschwunden war und damit ein Rätsel aufgab, das die Welt über Jahre hinweg in Atem halten sollte. Die Familie verbrachte den Nachmittag am Strand, genoss die warme Sonne und den Seewind, bevor sie in ihre Wohnung zurückkehrte. Im Laufe des Abends bereiteten sie die Kinder auf das Bett vor und um 19,3 Uhr schliefen Madeleine und die Zwillinge fest. Kate und Jerry McCann wollten mit ihren Freunden in der nur 50 Meter entfernten Tapas-Bar des Resorts zu Abend essen, nachdem ihre Kinder eingeschlafen waren. In ihrem Bekanntenkreis war bekannt, dass jeder Ehepartner seine Kinder schlafend in der eigenen Wohnung zurückgelassen hatte. Um die Sorgen zu zerstreuen, entwickelten sie einen Mechanismus. Alle 20 bis 30 Minuten verließ ein Erwachsener den Tisch, um nach den Kindern zu sehen. Jerry betrat Wohnung 5a um 21,05 Uhr und fand Madeleine und die Zwillinge fest schlafend vor. Später erinnert er sich, dass ihn der Anblick seiner Tochter beruhigte, die sich gemütlich unter ihre Decke gekuschelt hatte. Er kehrte ins Restaurant zurück, zufrieden damit, dass alles reibungslos verlaufen war. Aber als Kate um 22 Uhr nachsah, war alles anders. Das Bett von Madeleine war leer. Das Fenster war offen und die Fensterläden waren hochgezogen. In einem Augenblick war ihre Welt zerbrochen. Ihre Tochter war weg. Die verzweifelte Suche nach Madeleine McCann hatte begonnen. Für Kate und Jerry war die Hoffnung nie verloren. Sie waren sicher, dass ihre Tochter noch lebend gefunden werden könnte. Die deutschen Staatsanwälte, die derzeit mit dem Fall betraut sind, betrachten ihn jedoch als eine Mordermittlung. Die unmittelbare Reaktion auf das Verschwinden von Madeleine war sowohl überstürzt als auch unorganisiert. Die McCanns, ihre Freunde und die Angestellten des Resorts durchsuchten die Gegend und riefen verzweifelt ihren Namen. Die örtlichen Behörden, die GNR-Polizei, wurden vorgeladen. Aufgrund von Kommunikationsschwierigkeiten und Missverständnissen kam es jedoch zu Verzögerungen. Die Beamten trafen gegen 10 Uhr ein, aber das Haus war bereits aufgebrochen worden. Freunde, Kollegen und andere Besucher waren bereits eingetreten und hatten möglicherweise wichtige Beweise vernichtet. Die Suche dauerte die ganze Nacht, wobei sich Freiwillige, Touristen und Anwohner beteiligten. Trotz aller Bemühungen gab es keine Spur von Madeleine. Als die Sonne über Praia da Luz aufging, waren Kate und Jerry enttäuscht. Ein neuer Tag begann, aber ihre Tochter blieb verschwunden. Bei den Ermittlungen werden immer wieder Fehler gemacht. Die portugiesische Polizei behandelte den Fall zunächst als typische Vermisstenmeldung und nicht als mögliche Entführung. Die Wohnung wurde nicht gesichert, sodass sich wichtige kriminaltechnische Arbeiten verzögerten. Fingerabdrücke wurden nicht sofort abgenommen und wichtige Mitteilungen an den Grenzschutz. Die Flughäfen und Interpol wurden nicht rechtzeitig verschickt. Diese frühen Fehltritte behinderten das Vorankommen des Falles und könnten die Ermittler im Nachhinein wertvolle Hinweise gekostet haben. Als die Stunden zu Tagen wurden, sahen sich die McCanns mit der schrecklichen Angst aller Eltern konfrontiert. Ihre Geschichte erregte sofort internationales Aufsehen und innerhalb weniger Tage wurde die beschauliche portugiesische Gemeinde Praia da Luz von Reportern aus aller Welt überschwemmt.
Die Kampagne Finde Madeleine, eine 17-jährige Suche nach Madeleine. Kate und Jerry baten die Öffentlichkeit eindringlich um die sichere Rückkehr ihrer Tochter. Ein weit verbreitetes Foto von Madeleine, das ihr charakteristisches Kolobom zeigt. Eine seltene Augenkrankheit, die einen auffälligen Fleck auf ihrer rechten Iris hinterließ, wurde zum Symbol der Suche. Prominente Persönlichkeiten wie David Beckham und J.K. unterstützten die Sache. Rowling, die dabei half, die Botschaft der Familie zu verbreiten. Spenden flossen in Strömen. Und die Kampagne Finde Madeleine sammelte Millionen zur Unterstützung der Suche. Doch als die Wochen ohne einen Durchbruch vergingen, begannen die portugiesischen Ermittler, ein anderes Szenario zu untersuchen. Eines, das die McCanns selbst in den Mittelpunkt stellte. Im August war die Polizei frustriert über den Mangel an Fortschritten und begann sich zu fragen, ob Madeleine in der Wohnung gestorben war. Dies änderte sich, als britische Spürhunde, die speziell darauf trainiert sind, den Geruch von Leichen und menschlichem Blut aufzuspüren, in der Wohnung 5a und im Mietauto der McCanns Alarm schlugen. Bis zu diesem Zeitpunkt war man davon ausgegangen, dass Madeleine aus der Wohnung entführt worden war, während ihre Familie in der Nähe schlief. Unbewiesene Behauptungen über den Fund von Blut haben jedoch die Sorge geschürt, dass Madeleine die Wohnung nicht lebend verlassen haben könnte. Die Enthüllungen führten zu einer grundlegenden Veränderung der Ermittlungen und zu einer verstärkten Untersuchung der McCanns. Im September erklärten die portugiesischen Behörden Kate und Jerry offiziell zu Arguidos, was so viel bedeutet wie offiziell Verdächtige. Die portugiesische Polizei befragte die McCanns ausgiebig und stellte fest, dass Kates ruhiges Verhalten für eine trauernde Mutter ungewöhnlich war. Trotz der Kritik bestritt das Paar vehement jede Rolle bei der Entführung von Madeleine und behauptete, dass ihr einziges Ziel darin bestand, ihre Tochter wiederzufinden. Im Juli 2008 wurden die Ermittlungen ohne greifbare Beweise gegen sie eingestellt und der Status der McCanns als Verdächtige formell zurückgezogen. Jahre später entschuldigte sich die portugiesische Polizei förmlich bei der Familie McCann und räumte schwere Fehler im Umgang mit wichtigen Beweisen und bei der Durchführung der gesamten Untersuchung ein. Dieses Eingeständnis kam nach erheblicher Kritik an den Ermittlungsfehlern und den verheerenden Auswirkungen auf den nicht enden wollenden Kampf der Familie um Gerechtigkeit. Da die McCanns nicht aufgeben wollten, beauftragten sie Privatdetektive in der Hoffnung, neue Hinweise zu finden. Eine Agentur, Matoto Dre, behauptete, kurz davor zu sein, Madeleine zu finden. Aber es gab keine wesentlichen Durchbrüche. Im Laufe der Jahre gab es immer wieder mögliche Sichtungen. Ein Mädchen, das Madeleine ähnelte, wurde in Marokko beobachtet. Und ein anderes wurde aus Indien gemeldet. Aber keines von beiden führte zu ihr. Die McCanns überlebten Falschmeldungen, gefälschte Geständnisse und öffentliche Anschuldigungen. Doch sie blieben ihrer Sache treu. Im Jahr 2011 begann Scotland Yard mit der Operation Grange, einer umfassenden Untersuchung des Falles, die darauf abzielte, bestehende Spuren wieder aufzunehmen und neue zu verfolgen. Die Untersuchung brachte zahlreiche Verdächtige ans Licht, darunter Christian Bruckner, einen vorbestraften Deutschen, der sich zum Zeitpunkt von Madeleines Entführung in Praia da Luz aufhielt. Deutsche Beamte haben offen erklärt, dass sie Bruckner verdächtigen, Madeleine entführt und getötet zu haben. Trotz ihrer Bedenken wurde jedoch keine offizielle Anklage gegen ihn erhoben. Theorien darüber, was mit Madeleine geschehen ist, sorgen weiterhin für hitzige Diskussionen. Einige vermuten, dass sie von einem Raubtier oder einem Kinderhändlerring entführt wurde. Andere sagen, dass ein verpatzter Einbruch zur Katastrophe führte, bei dem verängstigte Einbrecher das Kind stahlen, als es plötzlich erwachte. 17 Jahre später sind Kate und Jerry McCann immer noch auf der Suche. Mehr als 13 Millionen Dollar wurden in die Ermittlungen investiert. Und die Operation Grange ist noch immer im Gange. Der ungelöste Fall von Madeleine McCann. Selbst jetzt hegen die McCanns noch die Hoffnung, dass Madeleine noch am Leben ist, vielleicht unter einer falschen Identität aufgewachsen ist und nichts von ihrer tatsächlichen Geschichte weiß, falls sie immer noch vermisst wird. Wäre sie zu diesem Zeitpunkt 21 Jahre alt, eine Erwachsene, deren Gesicht in der Zeit erhalten geblieben ist und die sich an das fröhliche und unschuldige Kind von 3 Jahren erinnert, das ein charakteristisches Kolobom im Auge hatte. Das Verschwinden von Madeleine McCann ist nach wie vor einer der unheimlichsten ungelösten Fälle in der Geschichte der modernen Zeit. Es ist eine beunruhigende Erinnerung daran,
wie sich ein typischer Urlaub mit der Familie in einen unerbittlichen Albtraum verwandeln kann. In diesem Moment sollten wir unsere Aufmerksamkeit auf Dr. David Payne und die Geschichte seiner Karriere. Dr. David Payne hat seine Vergangenheit größtenteils geheim gehalten, und es gibt nur wenige Informationen über seine Kindheit, die der Öffentlichkeit zugänglich sind. Andererseits geht aus den polizeilichen Zeugenaussagen und den zugänglichen Unterlagen hervor, dass sein Werdegang von einem starken Wunsch nach akademischem Erfolg und einer Leidenschaft für die Medizin geprägt war. Payne, der am 14. April 1956 im Vereinigten Königreich geboren wurde, wuchs in einer positiven und ermutigenden familiären Atmosphäre auf, in der Bildung und persönliche Entwicklung einen hohen Stellenwert hatten. Im Laufe seiner Kindheit zeigte er ein starkes Interesse an den Naturwissenschaften, insbesondere an den Bereichen Biologie und Humanphysiologie. Aufgrund seiner Leidenschaft für dieses Fach entschied er sich schließlich für eine Karriere im medizinischen Bereich. Aufgrund seiner hervorragenden akademischen Leistungen wurde er an einer angesehenen medizinischen Hochschule aufgenommen, was ihm den Weg in den Gesundheitsbereich ebnete. Während seiner Zeit an der Universität Leicester, an der er Medizin studierte, erntete Payne schon bald Beifall für seine Brillanz und seine Hingabe. Als junger, aufgeweckter Mediziner in der Ausbildung zeichnete er sich unter anderem dadurch aus, dass seine Professoren und klinischen Betreuer sein tiefes Verständnis für Anatomie, Pathologie und Patientenversorgung hervorhoben. Im Laufe seiner Formulatur entwickelte Payne eine besondere Faszination für die Kardiologie. Das Innenleben des kardiovaskulären Systems und des Herzens faszinierte ihn, sodass er sich für ein Fachgebiet entschied, das sowohl technisches Wissen als auch eine einfühlsame Patientenbetreuung erfordert. Die Kombination aus akademischer Strenge und seiner Begeisterung für die Kardiologie versetzte ihn in die Lage, dank seiner Hingabe eine erfolgreiche Karriere im medizinischen Bereich zu machen. Infolge dieser intensiven Konzentration beschloss er, sein Fachgebiet zu vertiefen, indem er sich mit anspruchsvolleren kardiologischen Studien beschäftigte und gleichzeitig wichtige praktische Erfahrungen im Krankenhaus sammelte. In der Anfangsphase seiner Karriere absolvierte er umfangreiche Praktika und Assistenzzeiten, in denen er unter der Aufsicht erfahrener Kardiologen arbeitete. Er konnte seine Talente durch die langen Stunden, die er mit der Diagnose schwieriger Krankheiten und der Bewältigung hochsensibler medizinischer Situationen verbrachte, verfeinern, was ihm den Ruf einbrachte, auch unter großem Druck ruhig und gefasst zu sein. Die erfahreneren Mediziner bemerkten seine Fähigkeit, in Stresssituationen die Ruhe zu bewahren, und erkannten sein Potenzial, eine zukünftige Führungspersönlichkeit in diesem Bereich zu werden. Payne hatte sich bereits als hochqualifizierter, sachkundiger und einfühlsamer Arzt etabliert, als er sein anstrengendes Medizinstudium abschloss. Dies sind Eigenschaften, die die Grundlage für sein Berufsleben bilden sollten. Beruflicher Werdegang. Dr. Payne begann seinen beruflichen Weg mit einer Stelle in einem angesehenen Krankenhaus. Er war fest entschlossen, etwas zu bewirken, und das tat er von Anfang an. Sein Fachgebiet war die Kardiologie, und er widmete sein Leben der Betreuung von Patienten, die an Herzkrankheiten und anderen damit verbundenen Problemen litten. Andererseits ging sein Ansatz über eine schnelle Therapie hinaus. Er war ein überzeugter Anhänger der Früherkennung und Prävention. Er machte es sich zur Aufgabe, seine Patienten darüber aufzuklären, wie wichtig es ist, Risikofaktoren zu kontrollieren und ihren Lebensstil zu ändern, um ihre Herzgesundheit zu verbessern. Seine Fähigkeit, schwierige medizinische Konzepte so zu erklären, dass sie für seine Patienten zugänglicher und aussagekräftiger wurden, anstatt sie zu überwältigen, wurde von seinen Kollegen regelmäßig anerkannt. Dank seiner einfühlsamen Persönlichkeit gelang es ihm, nicht nur ein erfolgreicher Arzt zu werden, sondern auch ein zuverlässiger Ratgeber für die Menschen, die ihm anvertraut waren. Die Rolle, die Dr. Payne bei der Betreuung der Patienten spielte, ging über die individuelle Beratung hinaus. Durch seine Zusammenarbeit mit Chirurgen, Krankenschwestern und anderen Fachleuten war er ein wesentlicher Bestandteil multidisziplinärer medizinischer Teams, die für eine gründliche und allumfassende Therapie verantwortlich waren. Die intensive Arbeitsmoral, die er besaß, war für jeden, der ihn kannte, offensichtlich, um sicherzustellen, dass seine Patienten die bestmögliche Behandlung erhielten, blieb er oft bis spät in die Nacht, um Fälle zu betreuen, die als hochriskant galten. Seine Kollegen verehrten ihn für seine ungewöhnliche Mischung aus fachlicher Kompetenz und menschlicher Nähe,
eine unerlässliche Kombination in der Kardiologie, wo Patienten häufig mit Diagnosen konfrontiert werden, die ihr Leben für immer verändern können. Sein Engagement beschränkte sich nicht auf die Grenzen des Krankenhauses. Er leistete bedeutende Beiträge zur medizinischen Forschung, insbesondere auf dem Gebiet der Prävention von Herzkrankheiten. Dr. Payne leistete auch außerhalb seiner klinischen Tätigkeit einen wichtigen Beitrag zur Weiterentwicklung des medizinischen Wissens. Er betreute nicht nur angehende Mediziner, sondern nahm auch an internationalen Herzkonferenzen teil und veröffentlichte Publikationen in angesehenen medizinischen Fachzeitschriften. Seine Begeisterung für das Studium hat nie nachgelassen. Um zu gewährleisten, dass seine Patienten von den neuesten Fortschritten in der Medizintechnik profitieren, war es ihm ein Anliegen, bei der Entwicklung von Innovationen in der Kardiologie stets an vorderster Front zu stehen. Sein Werdegang zeugt von seinem unerschütterlichen Engagement für die Medizin sowie für die Gesundheit und das Glück der Patienten, denen er diente. Er war mehr als nur ein praktizierender Arzt. Darüber hinaus war er ein Vorbild für seine Zeitgenossen und ein engagierter Verfechter einer besseren medizinischen Behandlung. Trotz seines harten Berufslebens gelang es Dr. David Payne, sein Privatleben zufriedenstellend zu gestalten. Die Tatsache, dass er mit Fiona Payne verheiratet war, die ebenfalls Ärztin war, führte dazu, dass sich beide noch mehr für den Bereich der Medizin engagierten. Nachdem sie in einer schönen Zeremonie in Italien den Bund der Ehe geschlossen hatten, bauten sie sich ein gemeinsames Leben auf, indem sie ihre Berufe ausübten und ihre Kinder in einem fürsorglichen und unterstützenden Umfeld aufzogen. Beide waren sich der Schwierigkeiten und Vorteile bewusst, die die Arbeit im medizinischen Bereich mit sich bringt, was dazu beitrug, dass sich eine tiefe Verbindung zwischen ihnen entwickelte. Payne schätzte neben seiner ärztlichen Tätigkeit einen sportlichen Lebensstil. Er trieb gerne Sport im Freien, vor allem Joggen und Wandern. Ein gesundes Maß an körperlicher Fitness ist nicht nur für das körperliche Wohlbefinden, sondern auch für das geistige Gleichgewicht wichtig. Diese Idee wandte er in seinem medizinischen Beruf an. Er forderte seine Patienten auf, die Bedeutung von körperlicher Aktivität als grundlegendes Element einer gesunden Lebensweise zu erkennen. Die Grundlage seines Ansatzes in der Medizin und in seinem persönlichen Leben war ein Sinn für Ausgeglichenheit, Selbstdisziplin und eine echte Sorge um das Wohlergehen des ganzen Menschen. Das Thema ist nach wie vor Gegenstand von Diskussionen und Mutmaßungen, insbesondere im Zusammenhang mit den Anschuldigungen, die die Gaspars gegen Dr. Payne erhoben haben. Obwohl die Gaspars, die mit den McCanns befreundet sind, sich besorgt über das Verhalten von Dr. Payne geäußert haben, gab es nie einen Beweis, der ihn definitiv mit dem Verschwinden von Madeleine in Verbindung bringen könnte. Im Laufe der Jahre sind zahlreiche Hypothesen und Behauptungen ans Licht gekommen, doch die Frage, ob Payne als Verdächtiger eingestuft werden sollte oder nicht, müssen die Strafverfolgungsbehörden noch immer entscheiden, in Ermangelung von Beweisen, die von unabhängiger Seite überprüft werden können. Bleibt die Frage nach seiner Beteiligung, wenn überhaupt, weiterhin unbeantwortet, ebenso wie das allgemeine Rätsel um den Fall selbst. Glauben Sie, dass diese neue Spur endlich die Tür zur Gerechtigkeit öffnen könnte? Schreiben Sie uns Ihre Meinung in die Kommentare. Wir lesen jeden Beitrag. Und wenn Sie dadurch eine neue Perspektive gewonnen haben, vergessen Sie nicht, uns zu mögen, zu abonnieren und die Benachrichtigungen zu aktivieren, damit Sie keine weiteren Updates verpassen. Wir werden diese Geschichte aufmerksam verfolgen.